Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, der TT Sentinel 35 WP. Wer hätte es gedacht, Tasmanian Tiger bringt uns in diesem Jahr zwei neue Produkte, die absolut wasserdicht sind. Deswegen auch das WP in der Beschreibung mit drin. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Produkte bei den TT-Neuheiten findet, wo WP hinten dran steht, ist auch WP drin. In dem Fall hier der Sentinel 35. Wir werden euch demnächst auch noch die TT Tech Pouch 1 vorstellen. Das ist nochmal eine kleine Tasche, die auch wasserdicht ist, aber nur schon mal so viel vorab als Teaser. Ja, der Sentinel 35 WP, wir kennen von Tasmanian Tiger die Packsäcke, die wasserdicht sind. Hat sich TT gedacht, warum machen wir nicht einfach auch mal einen Rucksack, der wasserdicht ist und dazu auch noch schön aussieht. Jeder kennt ja diese typischen Rucksäcke oder eher Duffelbags oder Taschen, die man auf dem Rücken trägt, die man fürs Schwimmbad kriegt von Ortlieb oder sonst irgendwas. Kein Hate gegen diese Firmen, das sind sicherlich alles gute Produkte, aber eben halt auch sehr speziell gummiert und genau dafür nur gemacht. Und hier hat man jetzt einfach was eben auch nach Rucksack aussieht und ein bisschen schicker ist und eben trotzdem diese Forderungen erfüllt. Wir haben hier auch unseren Wassertank mal dabei, um das dann gleich nochmal gegen zu testen. Aber nur schon mal so viel vorab zur Wasserdichtigkeit. Gehen wir einmal kurz über die Spezifikation. Der Sentinel 35 ist 58 cm in der Höhe, 27 cm in der Breite und ca. 18 cm in der Tiefe und hat ein Leergewicht von 1,5 Kilo. Wie ihr sehen könnt, ist der hier aus Cordura gefertigt. Auf der Außenseite ist 500D Cordura, gibt es in verschiedenen Farben hier zu sehen in Oliv. Von der Ausstattung her sehr minimalistisch, eben sehr schön auch, undercover, slick, low profile, so wie man das gerne hätte, aber trotzdem mit den notwendigen Features, um eben auch nochmal bei Bedarf ein bisschen taktischer zu werden oder ein bisschen mehr Ausrüstung unterbringen zu können. Das fängt an mit der Daisy Chain, die hier rechts und links vernäht worden ist. Da habt ihr hier die Möglichkeit, mit elastischer Shockcord zum Beispiel zu arbeiten, um hier eine Jacke zum Beispiel vorne dran befestigen zu können. Dann habt ihr weiterhin an den Seiten jeweils 2 Reihen Laser-Cut-Palsschlaufen, um Molletaschen in zweireihiger Breite montieren zu können. Und natürlich darf bei so einem Rucksack auch die Kompression nicht fehlen. Die ist hier in 2 Positionen ausgeführt, geht hier über die Front und lässt sich auch komplett entfernen. Die ist hier mit einer Doppelschnalle gesichert. Das heißt, die kann ich hier einmal durchstecken, um das Ganze dann auszufädeln. Und dann habe ich hier den Kompressionsriemen relativ schnell, sogar einhändig mit einer Hand gelöst und kann die dann entsprechend aber auch wieder zurückbauen. Das mache ich jetzt auch mal mit 2 Händen. Ich bin ja vielleicht gut, was sowas angeht, aber nicht perfekt. Das heißt, wir machen das einmal kurz wieder zurück. Und schon sind wir wieder im Game der Kompressionsriemen. So. Genauso ist auch die Befestigung für den Rolltopfverschluss vorgesehen, denn der Rucksack ist ein Rolltop-Rucksack. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einmal das A hier über die Seiten zu fixieren, genauso wie es auch bei den Basepacks 52 und 75 der Fall ist. Kann das aber auch komplett wegnehmen und natürlich klassisch, wie man das bei einem Rolltopfverschluss kennt von Taschen oder anderen Herstellern, natürlich auch oben das Ganze einmal zusammenbringen. Hier verwendet Tasmanian Tiger die neuen Männchen-Weibchen-Schnallen, die jeweils so aufgebaut sind, dass sie jeweils ein Teil des Geschlechts in der Backel untergebracht ist. Und dann kann ich das einmal hier so verwenden oder eben wie eben schon gezeigt, hier über die Seiten. Und genau so machen wir es jetzt auch erstmal, wenn wir uns weiter am Rucksack vorarbeiten. Ja, Front haben wir erklärt. Boden der Vollständigkeit halber auch einmal zur Ansicht. Hier gibt es leider nichts, was nochmal zur Befestigung ist. Da hätten wir uns vielleicht nochmal 2, 3 Schlaufen gewünscht, um einfach auch hier nochmal in der Lage zu sein, eine Jacke oder irgendwas zu befestigen. Finden wir immer schön, wenn man eben beide Optionen hat. Hat natürlich vielleicht aber auch den Hintergrund, dass man hier möglichst versucht hat, wenige Nähte anzubringen, die getaped werden müssen oder Schwachstellen, die für die Wasserdichtigkeit dann halt zum Nachteil werden können. Beim Tragesystem hat man hier das Padded Bag System verwendet. Sieht man hier einmal unter den Schulterträgern schön. Hier habt ihr ein Mesh, was auf der Innenseite nochmal mit einem Panel versehen wurde. Und zwar ist es ein Schaumstoffpanel, was relativ formstabil ist. Also es hat eine sehr hohe Eigensteifigkeit und ist vom Aufbau her,
kann das mal kurz hier zeigen. Ich kriege es nicht raus, weil das ist wirklich gut verbaut, aber der Zugang ist von unten realisiert. Ich mache das, hole das einmal ein kleines Stück raus, dass ihr es zumindest mal ansatzweise sehen könnt. Ihr habt hier also dieses ungefähr 5 oder 8 mm dicke Schaumstoff-Rückenteil und da ist obendrauf nochmal hier in Wellenform der weiche Schaumstoff drauf angebracht, direkt fest. Und das hat natürlich den Vorteil, dass hier quasi direkt unter dem Mesh-Material, was ihr hier seht, Luftkammern gebildet werden. Das heißt, dieses Mesh, man sieht hier schön die Wellen auch durch, ja, dieses Mesh ist dann quasi mit diesen Wellen unterlegt und dadurch kann die Luft hier schön zirkulieren und das Ganze liegt nicht direkt press am Rücken an. Man hat hier natürlich auch Wert drauf gelegt, da es ja ein wasserdichter Rucksack ist, dass dieser Schaumstoff auch geschlossenporig ist. Nicht so wie bei anderen Schaumstoffen, die sich vollsaugen, wenn sie nass werden, sondern hier ist tatsächlich das so, dass dieser Schaumstoff kein Wasser aufnimmt und dadurch eben auch keine Gewichtszunahme zu erwarten ist oder eben eine längere Trocknungszeit. Nehmen wir mal wieder auf normal und schauen uns hier die Rückseite an. Nicht fehlen darf ein Carry-Handle, der hier oben angebracht worden ist. Ihr habt Lastenkontrollriemen für die Schultern und ihr habt hier nochmal D-Ringe im oberen Brustbereich und natürlich auch, ich nehme mal kurz die Lastenkontrollriemen zur Seite, und natürlich auch einen Brustgurt, der ist in der Höhe verstellbar. Ich mache ihn einmal zusammen, dass man das hier gut sehen kann. Hier ist der Brustgurt und das haben sie auch in verschiedenen anderen Rucksackmodellen schon gemacht bei Tasmanian Tiger. Die Verstellung wird hier hinter dem Molle geführt. Ihr habt hier quasi unter den Schultergurten eine Durchführung, wo dann hier der Brustgurt offen gleiten kann. Das heißt, der ist sehr schnell in der Höhe zu verstellen. Und ihr habt trotzdem aber hier die Möglichkeit, vorne Molletaschen anzubringen, ohne dass dann die Verstellung gestört wird. Weiter unten habt ihr eine Leiterschnalle, um nochmal die Länge des Schultergurts einstellen zu können. Der Gurt selbst ist hier anatomisch vorgeformt, also eine leichte Wölbung und natürlich auch nochmal mit Mesh versehen, um hier eben auch den gewissen Komfort zu bieten. Für alle, die sagen, ich brauche bei diesem Rucksack auch nochmal irgendwie eine Fixierung am Bauch, einen Beckengurt hat er nämlich nicht. Dafür ist hier ein 25 mm Gurt vorgesehen, der ist auch extra schmal gewählt worden, um möglichst dann auch bei Feuchtigkeit schnell wieder trocknen zu können. Kann man auch komplett abnehmen, wenn man das nicht haben möchte. Aber auf jeden Fall gut, dass die Möglichkeit da ist, um das Ganze nochmal am Bauch zu fixieren. Zusätzlich kann der Rolltopfverschluss oben auch nochmal hier mit einem G-Hook gesichert werden. Dafür ist ein Strap vorgesehen. Das hilft einmal natürlich, wenn ich das zusammengerollt habe, kann ich es direkt hier oben sichern und dann die Seiten fixieren. Oder aber, wenn ich natürlich die Top-Verschluss-Variante wähle, kann man hier hergehen und den G-Hook dann dafür nutzen, um dann hier auch den Top-Verschluss nochmal an den Rucksack ranzubringen. Das heißt, ich lege das jetzt hier oben drüber und sichere das dann damit weg. Und damit habe ich dann hier das Ganze eben auch nochmal oben gesichert, um nicht irgendwie eine Hängenbleiben-Falle zu erstellen. So, 35 Liter hat er, sagt der Name schon. Holen wir einmal raus, was wir reingepackt haben zum Füllen. Und dann seht ihr, dass das auch der perfekte Rucksack ist, den ihr zum Beispiel bei Reisen mitnehmen könnt, um einfach nochmal ein Daypack mitnehmen zu können. Habt, wie gesagt, 1,5 Kilo Gewicht hat der Rucksack, lässt sich aber extrem flach verpacken. Also der nimmt wirklich in eurem Reisegepäck 0 Platz weg. Den kann man einfach so oben reinschmeißen. Und dann habt ihr auf jeden Fall nochmal ein Daypack, mit dem ihr euer Volumen bei Bedarf nochmal erweitern könnt. Im Urlaubsort oder auch im Einsatzort, je nachdem, wie ihr den Rucksack einsetzen wollt. Das finden wir tatsächlich eine sehr coole Sache, dass man da nicht nochmal so ein fettes Tragesystem oder sowas hat, was dann im Koffer so viel Platz wegnimmt. Den kann man auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitnehmen. Innen ist er komplett unspektakulär, wie man das auch erwarten würde bei einem wasserdichten Packsack oder Rucksack. Ihr habt hier auf der Innenseite natürlich einmal das 500D Cordura, was gummiert ist, also wasserdicht ist. Und alle Nähte, die hier vorhanden sind, sind natürlich getaped, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Da wollen wir doch aber auch einmal einen Wassertest machen. Dafür haben wir vorbereitet, wir haben hier so Gewichte, die wir normalerweise nutzen, um unsere Pavillons gegen den Wind zu sichern. Die haben wir jetzt einmal mit schönen, hellen
Reinigungstüchern oder Saubermachlappen für die Küche umwickelt, dass man auch wirklich sieht, wenn da jetzt hier Wasser reinkommt. Da packen wir mal 2 Stück von rein. Und dann könnt ihr auch hier gleich schon mal sehen, ein Rolltopfverschluss ist natürlich nicht nur gut, um was wasserdicht zu bekommen, sondern natürlich auch, um das Volumen mal kurzfristig zu erweitern. Denn hier könnt ihr natürlich auch, je nachdem, ob ihr es dann auch wasserdicht haben wollt oder nicht, wenn man es nicht wasserdicht haben will, reicht natürlich eine Umdrehung. Und dann könnt ihr das hier oben zumachen und dann gewinnt ihr mit Sicherheit nochmal 2-3 Liter Volumen nach oben, um das Ganze dann eben so nutzen zu können. Wir wollen jetzt natürlich die Wasserdichtigkeit. Das heißt, wir gucken, dass hier beide Lippen schön übereinander liegen und rollen das Ganze dann einmal ein und natürlich auch mehrfach ein. Und dann wird das hier noch gegengesichert. So, den machen wir auch noch zu, der Vollständigkeit halber. Brauchen wir jetzt zwar nicht, aber einfach nur, dass ihr auch mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn ich hier das oben nutze. So, fertig vorbereitet, ab zum Tauchgang. Ich bin gespannt, wahrscheinlich kriege ich das Ding gar nicht unter Wasser, weil hier so viel Luft drin ist. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, wie immer. Mach's gut. Oh, ich brauche hier mehr Gewicht von oben. Ich hole mir schnell einen Stuhl. Dann machen wir das einfach nochmal mit ein bisschen mehr Druck von oben. Jetzt habe ich mir mein Hemd nass gemacht, aber auch das ist egal. Geben wir es ihm auch nochmal so rum. Soll ja keiner sagen, wir geben uns hier keine Mühe. So, jetzt sind wir mal gespannt, was hier passiert. Die Putzfrau wird sich freuen. Wir haben gar keine Putzfrau. So. Ich hatte gerade mit dem Hannes eben schon off-Kamera nochmal eine Diskussion. Der hat mir gesagt, bei anderen Herstellern kriegt man hier gesagt, wie oft man drehen soll. Wir haben es jetzt 4-mal eingedreht. Jetzt gucken wir mal, wie trocken das wirklich geblieben ist. Ich bin sehr gespannt. Aber das sieht ziemlich gut aus. Also hier ist nichts. Das ist in Ordnung. Oh, da steht, warte, da muss ich erstmal durch die 20 Meter Wasser durch. Nein, Quatsch, auch der ist trocken. Also auch da seht ihr, einwandfrei, nichts getürkt. Ich gebe hier nochmal einen Einblick in den Rucksack. Also obwohl es eben massiv noch geblubbert hat, habt ihr gesehen. Ich weiß nicht, wo es geblubbert hat, aber auf jeden Fall nicht im Rucksack. Der ist dicht geblieben und kriegt unser Prädikat wassertauglich. Also man hätte auf jeden Fall gesehen, wenn hier die Tücher nass geworden wären. Kommen wir zum Fazit. Was nass geworden ist, ist klar, das ist mein Hemd. Was trocken geblieben ist, ist der Inhalt des Sentinel 35 WP. Also muss man tatsächlich sagen, dafür, dass der Rucksack so leicht ist und eben auch vom Rucksackdesign her wirklich wie ein Rucksack ist, sehr, sehr cool, dass wir hier endlich auch mal von TT was haben, was noch zusätzlich wasserdicht ist. Wassersäule 10.000 mm, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und natürlich vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der jetzt nicht unbedingt im Nassen unterwegs ist, sondern auch im extrem trockenen und staubigen, zum Beispiel beim Buggyfahren, Quadfahren, Sand, Staub, was auch immer, Skifahren, you name it. Es gibt 1000 Optionen, wo eine Dichtigkeit nicht nur für Wasser wichtig ist und genau da spielt der Sentinel 35 rein. Wir freuen uns, dass es da von TT jetzt auch eine Lösung gibt. Ihr bekommt den Sentinel 35 WP überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt und der Link zum Hersteller ist hier unten zu finden. Was sagt ihr dazu? Hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, die Karre.
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr selber den Hufsack vielleicht schon habt und auch schon mal getestet habt oder ob ihr vorhabt, euch den anzuschaffen und wenn ja, für welche Anwendung ihr euch den sehr gut vorstellen könnt. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, machen das Studio trocken. Bis dann, macht's gut. Bye bye.